Hallo meine Freunde, und wieder gibt es ein Video zum Golf 4 Cabriolet. Ich möchte euch heute zeigen, wie man eine Inspektion an diesem Auto macht. Und zwar machen wir die sogenannte Inspektion 2 oder die große Inspektion. Ich habe mir alle nötigen Wartungspunkte hier ausgedruckt, dann können wir die Schritt für Schritt abhaken, während wir arbeiten. Im ersten Schritt wird die Beleuchtung des Fahrzeuges kontrolliert. Standlicht, Ja, Abblendlicht, ja, Fernlicht, ja, Warnblinkanlage, ja, Blinker links, ja, Blinker rechts. ja, Kontrollieren die Höhenverstellung der Scheinwerfer. Jetzt müssen die Scheinwerfer schön hoch und runter fahren. Tun sie? Alles wunderbar. Lohnt sich sowieso mal von Zeit zu Zeit zu betätigen. Die Innenbeleuchtungsdimmung geht auch. So, und das gleiche natürlich hinten. Rücklichter. ja, Kennzeichenbeleuchtung geht auch. Bremslicht. ja, Alle drei? ja, Gut. Nebelschlussleuchte. ja, Okay. Rückfahrscheinwerfer. ja, Okay. Und die Kofferraumbeleuchtung geht auch. Innenraumbeleuchtung geht auch. Wunderbar. Danach schauen wir mal nach den Kontrollleuchten. Die gehen alle an. Und wenn der Motor läuft, sind sie auch nachher alle aus. Also das ist schon mal gut. Dann kontrollieren wir die Hupe. Hupt auch. So, dann lesen wir den Fehlerspeicher aus. Die Buchse findet ihr hier. Stecken wir unser Gerät rein. Jetzt verbindet sich das Gerät mit dem Bordcomputer. Jetzt sucht er sich alle möglichen Verbindungen. Er hat ein Protokoll gefunden. So, er hat keine Fehlercodes gefunden, also ist alles einwandfrei. Stecker raus, Gerät abziehen. Wir prüfen die Airbags und schauen, ob sie ausgelöst haben. Definitiv nicht, die Blenden sind alle noch in Ordnung. Fehlercodes hatten wir ja auch keine. Um die Service-Intervallanzeige zurückzusetzen, müsst ihr jetzt diese Taste drücken. Dann geht er auf Zündung. Inspektion 2 ist fällig. Dann schaltet er die Zündung wieder aus. Dann lässt er den Knopf los und mit dem Kugelschreiber die untere Taste drücken. Bis die gelöscht ist. Und schaltet den Modus durch. Wir wollen ja die Inspektion 2 löschen. Jetzt ist die Inspektion 2 gelöscht. Inspektion 1 gelöscht. Okay, jetzt sind alle Inspektionen zurückgesetzt. Wenn er jetzt wieder auf Zündung geht, kommt Inspektion 00, also keine Inspektion fällig. Im nächsten Schritt werden die Türfeststeller ein bisschen geschmiert und geölt. Ein paar Mal hin und her, dass die wieder leichtgängig sind. Seht ihr, wie der wieder springt. Macht er oben hier ein bisschen Öl und hier ein bisschen Sprühöl drauf auf die Scharniere der Tür. Hier, hier, hier an die Schraube. Und das Fangband kriegt ein bisschen Molybdendisulfidfett. Das müssen wir natürlich auch mit der Tür auf der anderen Seite machen. Und auch hier auf die Haubenentriegelung machen wir einen Tropfen drauf. An der Kofferraumklappe auf die Scharniere ein bisschen ölen. Überall, wo es sich bewegt, kann ein Tropfen Öl nie schaden. Und das Schloss natürlich auch. Hier in den Türen, ein bisschen im Mechanismus kann hier nicht schaden. Weiter geht's mit dem Ölwechsel. Dafür habe ich den Motor warm gefahren. Das heißt, jetzt gibt es warme Finger, wenn das Öl drauf läuft. Dann machen wir die Schraube mit großem Schwung auf. Die ist schon. Okay. Schraube
Schraube raus, nimm dann Handschuh oder einen Lappen und es wird jetzt gleich heiß. Und dann möglichst im Schwung raus das Öl. So, jetzt macht ihr das schön nach der Schwungmethode raus. Ich warte immer ab, bis auch der letzte Tropfen ausgelaufen ist. Wenn die Tropferei zum Ende kommt, macht er die Schraube wieder rein. So, dann zieht er die Schraube gefühlvoll an. Der Ölfilter sitzt hier vorne, dafür gibt es so passende Schraubkappen. Nützt euch aber hier nicht viel, weil man dann so gut wie nicht mehr drankommt. Nehmen wir die alte klassische Ölkette dafür. Der Rest geht mit der Hand. Ist natürlich auch noch mal Öl raus, deswegen wieder die Wanne drunter. Dann schüttet ihr das auch noch verkehrt rum in die Wanne. Austropfen lassen. Die Dichtfläche für den Filter wischt er schön ab und dann können wir den neuen Filter installieren. Und da müsst ihr als Öl ein bisschen abwischen. Das haben wir verkleckert, aber das geht nicht anders. Da der Ölfilter so hängend am Motor montiert ist, können wir diesen Ölfiltertyp vorfüllen. Das ist dann ganz praktisch, weil sich der Öldruck schneller aufbaut. Jetzt kommt auf die Dichtung hier immer ein Tropfen Öl. Fett ist meiner Ansicht nach noch besser, weil nämlich Fett hat die Eigenschaft, dass man es nachher nicht mit dem Öltropfen verwechselt und meint, die Dichtung wäre undicht. Dann kommt der Filter hier wieder rein. Vorsicht, der ist vorgefüllt. Ihr könnt ihn nicht beliebig kippen. So, das Gewinde suchen und dann erstmal zuschrauben. Eigentlich genügt es, wenn man den Filter handfest anzieht. Ich habe jetzt auch das Problem, meine Hände sind etwas ölig und ich komme fast nicht bei mit den Fingern. Deswegen gebe ich dem jetzt einen kleinen Schlag mit dem Schlüssel. Das reicht schon. Hier kommt der Motor, 4 Liter Öl. Ich mache da immer ein bisschen weniger raus, das kontrollieren wir zwischendrin am Peilstab. Schauen mal am Stab, ob wir schon was sehen. Ich halte diese Kontrollen immer für wichtiger wie simple Mengenangaben. Da ist noch nichts zu sehen, können wir also auf jeden Fall mal noch einen Liter rein. Jetzt sind wir gerade in Tupfer über Minimum, das heißt, da können wir noch einen Dreiviertel Liter reinmachen. Das Öl ganz genau auf Max, damit können wir den ersten Probelauf machen. Also Trichter raus, Deckel zu. Wenn ich den Motor jetzt starte, ist es normal, dass die Öldrucklampe ein bisschen länger anbleibt als gewöhnlich, weil das Öl muss sich erst verteilen und der Filter füllen. Das lassen wir also mal an. Jetzt blinkt die ein bisschen, jetzt gebe ich kurz Gas. 2000 Umdrehungen, Öllampe ist weg, Öl hat sich verteilt, das war's schon. Und wir schauen nochmal, was für einen Stand wir haben. Jetzt müssen wir natürlich abwischen, weil jetzt hat es unten aufgewühlt in der Wanne. So, und wir sind wieder knapp über Minimum, das heißt, da muss noch ein Schuck rein. So, machen wir eine finale Kontrolle. Und perfekt, steht genau auf Maximum. Der nächste Punkt wäre die Kontrolle der Keilriemen, also Keilrippenriemen, Keilriemen und des Zahnriemens. Das können wir uns jetzt aber sparen. Wir haben das ja gerade gewechselt. Könnt ihr im Film über den Zahnriemenwechsel anschauen. Auch die Kontrolle der Bremsen können wir uns sparen. Da schaut ihr die Videos an, wie ich die Bremsen an der Vorderachse und die Bremsen an der Hinterachse gewechselt habe. Bei der Kontrolle des Getriebes schauen wir erstmal, ob es dicht ist. Sieht absolut dicht aus, haben die VW-Werkstätten wohl auch gedacht, weil nämlich die Kontrollschraube war noch nie auf. Also schauen wir nach 20 Jahren doch mal rein. Die Ölkontrollschraube für das Getriebe befindet sich hier auf der Seite. Die Kontrollschraube ist derart dreckig, dass wir erstmal sauber machen müssen, sonst landet ja der ganze Dreck nachher im Getriebe. Also mal grob mit der Drahtbürste drüber. Für die Kontrollschraube braucht ein 17er Imbus, das ist typisch bei VW. Jetzt setzen wir den an, der muss aber gut sitzen. Und dann wahrscheinlich am besten gleich einen Schlag drauf. Das ist allmählich besser.
Seht ihr, wie fest die drin saß? Ich sage, die war noch nie außen. Und wir sehen, es kommt kein Öl raus. Das heißt, der Stand ist zu niedrig. Zum Nachfüllen nimmt er so eine praktische Flasche. Und jetzt wird einfach eingefüllt, bis es da läuft. Wenn es anfängt zu tropfen, wie eben, dann kommt die Schraube rein, Getriebe ist wieder voll. Dann zieht er die Schraube wieder gefühlvoll an. Das ist eine konisch dichtende Schraube, also übertreibt es nicht. Ihr merkt, wenn sie so Widerstand bietet, dann noch ein paar Rückerchen. Und so ist gut. Sonst kriegt er dieses nächste Mal nämlich nicht mehr auf. Bei den Antriebswellen müsst ihr schauen, ob die Manschetten noch dicht sind. Die sehen ganz passabel aus. Man erkennt Probleme meist daran, dass hier Fett klebt. Das gleiche natürlich an der inneren Manschette, wobei die äußeren problematischer sind wie die inneren. Dann müsst ihr hier kontrollieren, ob der Achszapfen die Manschette dicht ist. Sieht ihr auch wieder keine Fettspuren, alles trocken. Wunderbar. Bei der Lenkung müsst ihr hier an den Lenkköpfen schauen, ob sie Spiel haben und ob die Manschette noch dicht ist. Dann müsst ihr nach den Manschetten auf beiden Seiten schauen. Hier an den Lenkstangen. Dann kontrolliert ihr den Motor von unten. Hierbei ist es vor allen Dingen wichtig, dass ihr schaut, ob irgendwo Flüssigkeiten austreten. Also Ölspuren sind oder die roten Kristalle des Kühlwassers. Hier vorne, wo viele Leitungen sind, hier hinten vorbei, da ist nirgends was zu sehen. Dann geht er mal die Leitungen von der Servolenkung durch, ob da alles dicht ist. Dabei sieht man auch, ob der Kühler dicht ist. Da ist auch alles in Ordnung. So, dann kontrollieren wir die Auspuffanlage vom Krümmer startend. Da muss alles dicht sein. Alles gut. Rad ist an seiner Stelle. Schellen sind dicht, Gummis sind da. Noch nicht rissig, alles im Auto. Perfekt. Mittlerer Topf gut. Endtopf hat er schon einen neuen bekommen. Dann kontrollieren wir den Unterbodenschutz. Bringt natürlich bei dieser Golfkarosserie viel. Unten ist noch keiner verrostet. Hätten Sie lieber beim Kotflügel besser drauf geachtet, was Sie bei VW verbauen. Beim Frostschutz kontrollieren wir den Stand, der ist hier in Ordnung. Und dann schauen wir mal den Gefrierpunkt an der Flüssigkeit. Minus 36, 35, minus 35 Grad, perfekt. Jetzt kommt wieder mein Lieblingswort. Scheibenwisch, Wasser fehlt auch. Deckel zu und gut. Jetzt müssen wir nach den Scheibenwischern schauen. Bei den Scheibenwischern ist ein Wechsel angesagt. Hier unten ist eine Nase, da müsst ihr drauf drücken und dann gehen die so rückwärts raus. Bei dem neuen kommt er hier so rein, dann kriegt er die Lippe ein bisschen vorbei und jetzt können wir den hier einrasten. Und drin ist er. Die gleiche Nummer auf der Fahrerseite. Bei der Montage von solchen Scheibenwischern mit Spoiler müsst ihr immer dran denken, der Spoiler kommt unten und nicht oben wie beim Entenbürzel. Und dann kommt er hier rein und tut es. Oben führen wir eine Sichtprüfung des Motorraums durch. Da schauen wir, ob es irgendwo lose Schläuche, Undichtigkeiten, abgefallene Stecker oder irgendwelche sonstige Beschädigungen gibt. Dann kontrollieren wir den Stand der Bremsflüssigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gut seht, die steht hier am Maxpfeil, also perfekt. Dann schauen wir weiter nach der Servoflüssigkeit. So, nach dem Abwischen haben wir nochmal einen Test. Und jetzt sehen wir, da steht bis Oberkante geriffelte Fläche bei gerader Lenkung. Perfekt. Aufpassen, dass ihr hier keinen Dreck reinbringt. Servolenkungen arbeiten mit Dreck schlecht. Die Batterieprüfung ist hier ganz schnell erledigt, weil nämlich das ist eine wartungsfreie. Das heißt, wir können eh nichts nachschütten. Das Auto springt noch gut an, also fahren wir weiter mit der Batterie. Müssen wir die Zündkerzen noch wechseln. Die Zündkerzen müsst ihr generell im kalten Motor wechseln. Können Sie von mir aus im warmen Motor
ausschrauben, aber niemals in den warmen rein, sonst kriegt er sie nie wieder raus. Die erste Zündkerze von Zylinder 1 ist noch ganz gut zugänglich. Da kommen wir noch bei. Bevor wir die Zündkerzen wechseln, blasen wir die Löcher aus, damit da kein Dreck sitzt, also Augen zu. Die Zündkerzen sind diese kleinen mit 16er Schlüsselweite, die gingen jetzt ganz gut raus. So mal los ist, dreht er so raus. Schauen wir immer gleich nach dem Kerzenbild, das sieht soweit einwandfrei aus. Bei der neuen Kerze kontrolliert er erstmal, ob die nicht gefallen war. Das sind auch die mit dieser Kegelelektrode. Da der Fingernagel dazwischen passt, ist es gut, mein Abstandsmaß. Und jetzt müsst ihr die reinmachen, ohne dass ihr die Elektrode beschädigt. Müsst ihr also ganz genau den Kanal zielen. Und dann, sie muss ganz leicht reingehen. Nur wenn sie leicht reingeht, ist das in Ordnung. Dann bekommt die Kerze noch so 20 bis 25 Newtonmeter. Und 25 Newtonmeter. Jetzt bleibt natürlich wie immer die Stecknuss da unten stecken. Und bist du nicht willig, kommt der Onkel Doktor mit der Zange. Dann kommt der Kerzenstecker wieder drauf. Die drückt er runter, bis er das Klick hört. Jetzt ist sie drauf. Perfekt. Kabel kontrollieren wir auch. Geht noch. Jetzt kommt der eigentliche Spaß. Jetzt müssen wir in die Zündkerze von Zylinder 2. Machen wir erstmal das Einspritzventil weg. Wenn wir ein bisschen eine Chance haben. Dann versuchen wir mal mit der Zange den Stecker zu ziehen. Haben wir auch geschafft. Dann muss der gerade so rumgehen. Dann geht es gerade so mit einer Knickgelenkverlängerung drauf. Und wir haben die Zündkerze. Laufbild etwas hell. Müsst aber schauen, dass ihr die Zündkerze wirklich richtig drauf kriegt. Dann bekommt die Zündkerze ihre 25 Newtonmeter. Muss ich schauen, dass ich den Stecker da wieder hinten rumkriege. Und geklappt hat er. Sie ist der ist drin. Und jetzt dürft ihr natürlich die Einspritzdüse nicht vergessen. Bei Zylinder 3 haben wir das gleiche Problem. Auch hier ist ein Steckerchen von der Düse im Weg. Dann wäre das ganz praktisch, wenn das hier noch rausging, hätten wir ein bisschen mehr Platz zum Kurven. Hier müsst ihr hier hinten mit dem Schraubenzieher rein. Dann geht es auf und dann können wir das Kabel nämlich hier entnehmen. Da hat man ein bisschen mehr Platz. Ich mach's blind. Gut. Und da unten sitzt sie. Nach den ganzen befreienden Maßnahmen sollte es jetzt klappen, hier drauf zu kommen. Tut's auch. Dann geht es gerade so rum und wir können die Zündkerze rausnehmen. Und diesmal haben wir alles zusammen. Ist doch was. So, auch hier wieder die gleiche Nummer. Elendes Gefummel. So, und wieder unser Drehmoment. So, dann kommt der Kerzenstecker wieder runter. So, und dann bis zum Klick runterdrücken. So, dann machen wir hier das Zündkabel wieder rein. Und die Einspritzdüse kommt auch wieder drauf. So, die Zündkerze von Zylinder 4 sitzt so, das können auch Amateure machen. Das macht er jetzt selbst zur Übung. Der Golf hat ja noch eine Seilzugkupplung. Machen wir ein bisschen Fett auf die Kupplung und den Rest des Fetts auf den Drosselklappenzug. Ihr wisst jetzt, wie man den Service von dem Golf selbst macht. Ich gehe jetzt noch auf Probefahrt und sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.